Hi, my name is Joost Nickel. Today I'm recording a song for MSM Schmidt. The song is called Live, the album is called Live. There are many great musicians on the CD and many great fellow drummers such as Dave Weckl, Gary Novak and Virgil Donati. I hope you enjoy the CD. Ja Leute, ihr seid richtig hier bei Jazzrock TV, schön hier im Keller. Und wir haben heute eine ganz besondere Geschichte, die wir schon mal erzählt haben, aber die sich gerade wieder erneuert hat durch ein neues Album. Und der Künstler ist MSM Schmidt. Und diesen MSM Schmidt, Michael, hat Georg in Bremen besucht. Ja, in seiner Heimat quasi, Ja. bei ihm zu Hause, in seinem Studio, wo er sich all diese tollen Fusion-Sachen ja quasi ausdenkt und quasi so der, wie will man sagen, Birthplace von all seinen tollen Alben ist, die ja jetzt schon irgendwie einige sind. Ja, Und wir haben ihn ja jetzt auch schon ein paar Mal hier gehabt, immer mit neuen Geschichten zu diesen tollen Alben, die er auch mit so vielen tollen Leuten drauf hat, was ja unfassbar ist. Wir haben jetzt gerade nochmal irgendwie hier durchgeguckt, ne, wen er auch bei diesem letzten Album, was jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, Live, wen er da auch wieder versammelt hat. Also das ist ja unfassbar, ne? Ja, das ist das, wie wir immer schön sagen, das Who is Who der Jazzrock-Szene. Ne? Also mit dabei sind Leute wie Dave Weckl, Jerry Goodman, Jimmy Haslip, Alan Holdsworth, hören wir gleich noch über die Geschichte dazu, Bob Minzer, hier auch ein junger Kollege, Mono Neon, ne, den wir da in Miami getroffen haben beim Ground Up Festival, Gary Novak, Osnoy. Eine ganze lange Liste. John Daversa, auch schon hier quasi zu Gast bei Jazzrock TV gewesen. Virgil Donati und viele, viele mehr. Jimmy Haslip ist sein, wie sagt man, Komplize, Partner in Crime. Ja, absolut. Also bei den letzten Platten auf jeden Fall. Und hier, glaube ich, hat sich das nochmal mehr eingeschliffen, wie die zwei wirklich toll zusammenarbeiten. Also Ja, ihr werdet im Laufe der Sendung noch ein Video sehen. Da merkt man, die haben sich, glaube ich, auch ganz gut angefreundet, die ja, zwei. absolut, Ne? absolut. Also, heute geht es dann zu ganz intim. Ja, ganz intim, Bei Michael zu MSM Hause. bei ihm zu Hause. Also ich habe die Gelegenheit genutzt, war bei ihm zu Hause in seinem Studio und habe ihn ein bisschen zu seiner Platte live befragt und ihn ein bisschen erzählen lassen für euch, wie es dazu kam, was passiert ist und Geschichten um das Album. Und hör mal, bevor wir jetzt da einsteigen mit dem Interview, sollen wir da mal einen Titel reinhören? Ja, gerne. Und dann gehen wir aus dem Titel aus direkt mal in das Interview ab nach Bremen. Ja, gibt viele coole Geschichten, die der MSM da erzählt und lasst euch überraschen. Und er hat auch so Einzelspuren und führt davor, wer wie gespielt hat. Also ich finde es mega cool. Ja. Also, wir hören mal in den Titeltrack, glaube ich, ne, haben wir gesagt. Live. Das Leben. Und da hören wir nämlich auch gleich die Geschichte, warum das Album Live heißt, aber das erzählt er euch dann selber. Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was über die Geschichte von Live, meinem nunmehr 6. Album, das wir vor knapp einem Jahr endgültig fertiggestellt haben. Dieses Jahr ist es eigentlich schon fast wieder ein alter Hut. Aber, ja,
das nächste muss her. Ne? Aber wir sind ja noch mitten in dem alten Projekt irgendwie behaftet und da einige ja nicht so ganz genau wissen, wie ich arbeite und welche Vorgeschichten es gibt, erzähle ich ein ganz klein bisschen was dazu, ohne es vielleicht zu ausufernd zu machen. Jedenfalls, die Geschichte von Live ist eigentlich erstmal die, wenn man es ganz kurz sagen will, dass ich über einen längeren Zeitraum relativ erkrankt war und auch nicht sehr motiviert war, in dieser Zeit Musik zu machen. Nachdem sich das alles aufgelöst hat, ist dann so wie ein Pfropfen von mir gelöst worden und auf einmal kamen ganz, ganz viele Ideen für neue Stücke. Das wurde ein bisschen befeuert durch Jimmy Haslip, meinen Produzenten, der mich irgendwann mal angemailt hat und gefragt hat, willst du nicht mal was Neues machen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein altes Stück von dem letzten Album Utopia fertig und 2 neue so halbwegs angefangen, von denen ich noch nicht so richtig wusste, wo die Reise hingeht. Aber er hat mich motiviert und es ging mir gut und dann habe ich einfach diese Stücke fertiggestellt, ihm die Demos geschickt und er meinte, ja, dann lass uns doch einfach schon mal anfangen, wenn das Album noch nicht fertig ist, du noch nicht alle Stücke geschrieben hast, dann machen wir eben nacheinander, nehmen das eine und das andere Stück mal auf. Gut, haben wir uns dann so überlegt, ich habe ihm die Stücke geschickt und habe dann fleißig begonnen, weiter zu komponieren. Und schwuppdiwupp waren dann auf einmal 9 Stücke fertig. Ging ganz schnell, für meine Verhältnisse sehr ungewöhnlich, weil wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich eigentlich mit Noten gar nichts am Hut habe und auch nichts davon so großartig verstehe. Auch wenn ich hier so ein Keyboard aufgebaut habe und mein Cubase, es ist immer noch eine fremde Welt, weil ich bin kein Keyboarder, ich spiele das Instrument nicht, ich suche mir die Töne und die Harmonien. Das dauert halt einen Moment. Aber in dem Falle flutschte es irgendwie, das muss ich sagen, und dann ging das ganz schnell bei den 9 Stücken. So, dann hat Jimmy begonnen, wie üblich, Musiker zu rekrutieren. Er meinte, wir machen da mal einen ganz anderen Ansatz. Wir machen ein ganz kleines Projekt nur mit vielleicht 3 Basismusikern, die wir benutzen für alle Stücke. Und er hätte da schon so eine Idee, wen er nehmen würde. Und da er mein Produzent ist, lasse ich ihm auch immer freie Hand. Ja, das mit den 3 Leuten, die wir da so als Basis hatten, hat sich dann im Nacheinander verpulverisiert. Es sind ja dann doch wieder 25 geworden am Schluss. Und die Basismannschaft wurde dann auch ständig aufgesprengt. Das muss man dann, irgendwo ist das so ganz typisch so ein MSM-Projekt, wo dann doch eben ganz viele Leute involviert sind. So haben wir also dann diverse Musiker immer wieder eingeladen und Jimmy hatte aber einen Freibrief. Er durfte also eigentlich machen, was er will, weil ich arbeite mit ihm jetzt ja schon so viele Jahre zusammen und er hat immer gute Ideen und kennt so viele Musiker, die ich dann auch natürlich nicht kenne und dann kommt er halt mal mit dem einen oder anderen heraus und sagt dann, ja, hier willst du den nicht mal haben. Diesmal haben wir es so gemacht, dass er mir gar nicht gesagt hat, wen er dazu ziehen will. So kam dann also irgendwann bei einem Treffen, er spielte mit Jeff Lorber ich weiß nicht, ob es in Minden war, ich glaube in Minden war es, sagte er dann beim Abendessen, er hätte dann noch so den einen oder anderen Überraschungsgast für mich. Das war dann irgendwie ganz putzig, weil es waren also zum Beispiel so Leute dabei wie Mononeon. Mononeon war mir persönlich noch gar kein Begriff gewesen. Ich musste ihn dann erstmal googeln und habe dann gesehen, was für ein außergewöhnlicher Mensch das eigentlich ist und was er für außergewöhnliche Sachen macht. Und jeder, der mal bei YouTube unterwegs ist und diesen Namen Mononeon irgendwie sucht, wird sehr fündig werden und da kann ich sagen, da hat man auch sehr viel Spaß dabei. Ist ein ganz außergewöhnlicher Bassist, der auch wie Jimmy den Bass sozusagen andersrum gespannt spielt und eigentlich der Einzige ist, der auch so spielt wie er. Aber die ganze Philosophie von Mononeon selbst ist noch eine ganz andere. Also würde ich sagen, mal auschecken. Da konnte ich dann noch nicht so viel mit anfangen, aber dann kamen so die Namen, die ich noch aus meiner frühen Kindheit kenne. Und das war dann zum Beispiel Jerry Goodman, der Geiger vom Mahavishnu-Orchester. Ich wollte gerne einen Geiger haben für ein Stück und Jimmy hat dann gesagt, den versuche ich mal zu kriegen, ohne mir das vorher zu sagen und hat dann seine Kontakte spielen lassen und ihn dann auch letztendlich gewonnen dafür, für ein Stück auf dem, wie heißt das Stück? Damals hieß es noch Ready to Go. Jimmy ändert dann die Titel alles, wurde dann Red and Gold am Schluss. Klang ihm irgendwie etwas schöner. Ja, jedenfalls, dann kam er irgendwann raus damit und sagte, er hätte dann noch einen ganz besonderen Gast, Allan Holdsworth würde spielen. Da fiel mir dann die Kinnlade ganz schön runter, weil ich habe immer schon versucht, mal mit Allan Holdsworth was zu machen. Das ist eigentlich seit meinem 2. Album. Damals war ich noch nicht so mit Jimmy besonders in Kontakt. Er spielte da zwar schon mal mit. Da war Mitch Foreman mein erster Ansprechpartner. Und Mitch sagte, überleg dir das, ob du da mit Allan was machen willst. Das ist schwierig, man kommt schlecht an ihn ran. Und Allan ist so, du kannst da zwar schon mal Geld hingeben, aber ob du was kriegst dafür, das weiß man nie so richtig bei ihm. Also überleg dir das. Und dann kam es auch nicht zustande.
Aber ab dem dritten Album wurde es dann immer enger. Dann habe ich dann gesagt, Jimmy, probier doch mal. Er wurde dann auch langsam immer mehr Produzent. Er hat dann am Schluss es versucht und ist immer wieder gescheitert. Weil Alan ist halt ein sehr spezieller Mensch. Alan ist gewesen, muss man natürlich jetzt leider dazu sagen. Er hatte eigentlich einen so hohen Anspruch an sich selbst mit dem, was er gemacht hat, dass er nie wirklich zufrieden war. Was dann dazu führte, dass Alan zwar eigentlich immer gerne dazu spielen wollte. Das war sicherlich nicht nur für mich, sondern das ging sicherlich anderen Musikern auch so. Aber er hat dann irgendwann seine Sachen nochmal mit Abstand angehört und fand sie einfach nicht gut genug. Und zog sich so wie ein bisschen wie so ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Denn er hat eigentlich dann gar nichts mehr großartig veröffentlicht, weil er selbst irgendwie nie glücklich damit war. Und wer ihn mal live erleben konnte, hat das auch ein bisschen mitbekommen. Also sein Sound war oft etwas, an dem er sehr gearbeitet hat, auch während er noch sozusagen am Aufbauen war. Wir durften ihn mal live erleben im Quasimodo in Berlin. Da waren wir mit seiner Band, dazu zählte dann Virgil Donati, Jimmy und er als Gitarrist. Wir waren halt beim Aufbau dabei, konnten sehen, wie er das alles eingestellt hat. Und es dauerte echt ewig. Also der Soundcheck dauerte bestimmt 2 Stunden, weil er nicht zufrieden war. Und auch das Spiel selbst war dann oft so, dass die Leute zwar im Publikum total glücklich waren, aber man sah seinem Gesicht schon an, dass er nicht zufrieden mit seinen eigenen Geschichten war. Dabei war der unglaublich nett. Wir haben ihn dann Backstage ja auch erleben dürfen. Und er hat dann auch noch mal gesagt, es tät ihm leid, dass es bisher immer nie geklappt hat und er würde aber gerne noch mal für mich spielen. Und so habe ich da mal ein bisschen Hoffnung draus gezogen. Bei diesem Album, bei Live, hatte ich gar keine Hoffnung mehr, weil das habe ich eigentlich abgehakt, denn wir hatten es dann wirklich schon 4-mal probiert und es hat nie geklappt. Und so hat Jimmy dann irgendwann eine Gelegenheit genutzt, weil er hat nie nachgelassen, sondern hat immer Alan Demos von mir geschickt. Und Alan war ja auch immer relativ zufrieden mit den Demos. Nur hat er dann eben nie die Zeit gefunden oder den Spaß, das wirklich einzuspielen. Er hat es dann also dann doch gemacht. Und da Jimmy wusste, dass Alan die Tendenz hat, seine Sachen relativ schnell wieder mit Abstand zu löschen, ist er dann an aller Eile da mal eben 2 Stunden mit dem Auto hingefahren zu Alan nach Vista. Das ist so ein kleiner Ort in Kalifornien. Dort hatte Alan sein Studio, das er auch in Vista Studios umbenannt hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann ist er da schnell hingefahren und hat sich erstmal für das erste Stück die Aufnahmen angehört, hat sich das dann auf Festplatte gezogen und ist dann mit der Festplatte schnell wieder zurückgefahren, weil er eben die Sorge hatte, es könnte hinterher wieder gelöscht werden. Und so war zu dem Zeitpunkt, als ich Jimmy in Minden traf, schon ein Stück eingespielt und er sagte, Alan hätte auch versprochen, noch ein zweites zu machen. Und so ist es dann auch noch gekommen. Dieses Stück, um das es dann letztendlich ging, war ein Stück, das ich eigentlich mit einem anderen Titel schon behaftet hatte. Das hieß Pandora ursprünglich mal. Und nachdem Alan gestorben war und Alan auch eine so wesentliche Rolle in diesem Stück hat, weil er doch ein sehr langes Solo da drin spielt, haben wir dann gesagt, wir müssen ihm das irgendwie widmen und haben dieses Stück dann in Vista umbenannt. So ist es eigentlich so von der Geschichte her. Und was eigentlich Tragische an der Sache ist natürlich, dass Alan ja nun, der mittlerweile verstorben ist, schon lange Zeit davor und auch danach eigentlich nie wieder etwas gemacht hat, neue Musik, sodass diese beiden Stücke, die er für mich gespielt hat, tatsächlich die letzten Aufnahmen sind, die es von ihm gibt. Nach meinem Wissen, muss ich dazu sagen. Denn ich bin ja nicht dabei gewesen und ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche Dinge hinterlassen hat. Aber das ist letztendlich so ein bisschen etwas von Vermächtnis. Also auch für mich eine Verpflichtung, es entsprechend zu würdigen bei diesen ganzen Geschichten, die wir hier haben. Damit will ich die anderen Musiker nicht unter den Tisch fallen lassen, denn es sind ja doch eine ganze Menge ganz toller Leute dabei. Aber es ist eben doch, durch diese Besonderheit ist es dann sehr zentral zu einem Alan Holdsworth-Album auch irgendwo geworden. Ne? Auch wenn er nur auf 2 Stücken spielt und auch nur Solo spielt. Melodien waren bei Alan irgendwie so, das war nicht so sein Ding, das wollte er nicht so gerne. Dann hat man ihm halt den Solo-Teil überlassen. Aber ich wusste halt nichts davon. Jimmy hat es dann auf eigene Faust gemacht. Der Alan Holdsworth, also ein genialer Gitarrist, ein genialer Musiker, vermutlich auch ein zu genial. Ja, sehr komplizierter Mensch, der sich selbst nicht genügen konnte. Ne? Und das ist schon ein Drama, wenn man so an Perfektionssucht oder wie man es nennen leidet. Das ist schon fürchterlich. Also er steht auf der Bühne und die Leute jubeln und sind begeistert und er macht ein verzweifeltes Gesicht, weil er gerade nicht glücklich ist mit dem, was er gespielt hat.
boah, das ist hart. Tragische Geschichte eigentlich. Das ist hart. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher. Ich glaube, Chick Corea hat mal gesagt, oder war es Miles Davis? Don't judge. Wenn du spielst, spiel einfach. Ja. Beurteile nicht, was du da machst. Ne? Weil sobald du anfängst, Während des Spiels schon zu reflektieren, was ja sehr schnell geht, aber dann, das haut dich schon aus dem ganzen Mood, aus der ganzen Stimmung wieder raus. Und Also ein ist natürlich dann auch irgendwie eine grandiose Geschichte, dass dann hier mit einer der letzten Aufnahmen auf dem Album draus sind. Ne? Also das ist ja schon eine einzigartige Geschichte, wie der Michael ja auch gesagt hat, für sein Album, was ja dann irgendwie auch so ein, in Anführungszeichen, Holdsworth-Album geworden ist. Ne? Auch wenn es nur die 2 Stücke sind. Ne? Ja, es sind die beiden Stücke und Michael empfindet das, glaube ich, eher als Verantwortung. Dass er Ja, so als Vermächtnis hat er ja ne? gesagt. Ne? Das ist aber auch irgendwie und natürlich das, so. Ne? Ja, ist auch gut so. Und jetzt wird es spannend. Jetzt könnt ihr mal was erleben, was ihr sonst nicht erlebt. Jeder kann die fertige Platte hören. Ja. Aber jetzt hören wir mal in Teile der Platte rein. Und dazu hat der Michael sogenannte Stamps bekommen. Und was das ist, erzählt euch jetzt selber. Ich habe erst sehr viel später, weil alles in den USA gemischt wurde, von Rich Green mit Jimmy zusammen, sogenannte Stems bekommen. Das heißt also, das sind im Prinzip eigentlich Gruppen von Audiospuren. Da hat man dann halt die Keyboards alle zu einer Spur zusammengefasst, alle Bläser zu einer Spur zusammengefasst, aber separat halt den Bass, die Gitarre und das Schlagzeug genommen, sodass ich diese Sachen jetzt alle im Einzelmix habe und sie auch einzeln vorführen kann. Deswegen können wir also zum Beispiel in einen Titel reinhören, dieses Stück Vista, das wir Ellen gewidmet haben, und wir können uns auch einfach mal ganz individuell Ellen für einen Moment alleine anhören oder nur in einer ganz kleinen Begleitung ohne den ganzen Keyboard-Teil darunter, damit man das pure Gitarrenstück auch mal hören kann dazu. Und das können wir gerne mal machen. Ja, das war Virgil Donati. Ne? Den werden wir gleich auch noch mal einmal kurz featuren dabei. Ja, Virgil war ganz begeistert und hat dann irgendwann nachgefragt über Jimmy, ob es möglich ist, dass er eben diese Stems, die ich jetzt hier habe, auch bekommt. Und eigentlich sind die Stems, die dann für Virgil gemacht wurden, weil es sind für 3 Stücke sind die erstellt worden, und das sind die 3 Stücke, auf denen Virgil jetzt spielt. So dass er also auf Clinics dann in der Lage ist, ein Playback von diesen Stücken zu nehmen und dann selbst nochmal neu dazu zu spielen. Gibt es auch noch eine Click-Track-Spur dazu, sodass er also selbst dann sich das über den Kopfhörer legen kann und dann dazu spielen kann. Aber schon gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er war in diesem ganzen Projekt sehr involviert und hat auch sich im Nachhinein sehr darum gekümmert, dass zum Beispiel Musterexemplare der CDs zu Drummer-Magazinen geschickt wurden, die dann dazu ein bisschen Kritik schreiben konnten. Fand ich schon ganz schön. Das ist also seine Rolle, fand ich da schon ziemlich klasse. Ein anderer, der sich auch sehr, sehr für mich eingesetzt hat, ist Joost Nickel. Joost Nickel spielt auf dem Titelstück und 2 Versionen. Und Joost Nickel spielt auch auf einem weiteren Stück, das ich schon vor etwas längerer Zeit aufgenommen habe. Und Joost ist auch vielen, die hier in Deutschland Musik hören, vielleicht bekannt als der Schlagzeuger von Jan Delay, hat aber darüber hinaus auch natürlich sein ganz eigenes Leben. Und ich kannte ihn von einer Band aus Köln praktisch. Ich hoffe, dass sie aus Köln stammt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war Matalex. Alex Gunia war da der Gitarrist und die haben auch mal hier in Bremen gespielt. Da hatte ich
ihn das erste Mal live gehört und ich fand ihn damals schon, da war er noch sehr, sehr jung, das ist schon weit über 20 Jahre her, da hat er wirklich schon ganz toll gespielt. Und dann habe ich ihn vor kurzem nochmal hören dürfen, bevor dieses Album hier aufgenommen wurde, mit Barry Finnerty. Da spielten sie einen kleinen Gig in Bremen und da fand ich ihn auch so toll. Dann habe ich gesagt, Jost, hast mal Lust dazu zu spielen. Und Jost ist ein total angenehmer Zeitgenosse. Also wir sind dann in sein Studio gefahren und konnten dann bei den Aufnahmen live dabei sein. Hat echt Spaß gemacht, weil das ist für mich eine neue Situation gewesen, denn ich bin eigentlich nie bei den Aufnahmen wirklich dabei. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eben kein Notist bin. Und auch wenn dann ein Musiker kommt und sagt, möchtest du jetzt, dass ich das so oder so spiele, soll ich jetzt hier die und die Note spielen, dann kratze ich mir erstmal am Hals und denke, ja, was mache ich denn jetzt? Spiel mal, ne? So nach dem Motto. Beim Schlagzeuger habe ich ein bisschen mehr Vorstellung, weil das Instrument ist das, von dem ich eigentlich komme, das ich zwar jetzt nicht mehr spiele, das aber für mich irgendwie so ja, damit bin ich groß geworden. Halt. Das kann ich dann nachvollziehen und dann kann ich eher einem Schlagzeuger sagen, wo er hingehen soll. Und Jost ist da wirklich unglaublich angenehm gewesen. Wir haben eine schöne Zeit bei ihm gehabt. Ja, Jost Nickel, nicht nur bei Jan Delay, auch bei MSM Schmidt. Ne? Ja, und da absolut, scheint er sich auch wohl zu fühlen, wie man merkt. Und der Michael hat ja auch erzählt, irgendwie der Jost ist ein total netter Kerl und so. Also die haben sich auch nicht zum letzten Mal gesehen. Wie so viele von den Musikern, die immer wieder auftauchen auf seinen ganzen Alben. Ist das jetzt die 5. oder die 6. von Michael? Die 5. ne? Hoppla. Ne? 5. ne? 1, 2, 3, 4, 5, die 6. Die 6. Oh, verdammt. Die 6. Sorry, MSM die Michael. 6. Ja. Und wir haben gerade noch mal so über Alan Holdsworth nachgedacht und haben gesagt, warum gibt es eigentlich noch keine Jazzrock-TV-Folge über Alan Holdsworth? Das weiß ich auch nicht. Also, wird Zeit, Ja. machen wir. Steht auf kommt, der Liste. 2018 gibt es definitiv noch eine lange Folge mit viel Musik und Geschichten rund um Alan Holdsworth. So, jetzt müssen wir überleiten zu. Jetzt müssen wir überleiten von den Stems, wo wir jetzt hergekommen sind. Der Michael hat schon ein bisschen was gezeigt. Und da hat er noch mal ein bisschen mehr, weil er Virgil Donati auf dem Album auch gespielt hat. Der ja auch so völlig crazy Drama ist. Ja, ne? ja. Und da hat der Michael auch noch mal so eine Geschichte mit dem Solo von Virgil Donati und dem Track von Alan Holdsworth separiert aus diesen Stems. Und das war eine sehr coole Geschichte. Und ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall auch noch mal angucken. Was wir jetzt noch mal eben kurz machen werden, ist, dass wir einen ganz kleinen Ausschnitt hören, nochmal aus dem Stück Vista. Setzt da an, wo wir eigentlich eben aufgehört haben und werden dann nochmal nur Virgil Donati hören und Alan, also praktisch Gitarre, Schlagzeug, Duett. Und ich finde, dass das ein ganz interessanter Teil hier geworden ist. Jetzt will ich mal gucken, dass ich das hier auch richtig mache und...
Meine Programmierung hatte auch ein Schlagzeug-Solo. Tatsächlich, Ja. Hast du selber gespielt? Ja. Programmiert. Ja, ich programmiere die Sachen, ja. Also ich spiele sie hier auf der Tastatur wirklich 1:1 ein. Also hier ist ja alles belegt mit den ganzen Spuren. Und dann wird das natürlich geschnitten und hinterher nochmal bearbeitet alles, bis es dann auch quantisiert ist, bis zum Erbrechen. Ja, aber in dem Falle war das schon ganz nett. Aber er hat es komplett anders interpretiert. Also er steigt auch viel früher ein. Der hat halt so seine eigene Art, das umzusetzen. Und dafür wollen wir sie ja auch haben, die Leute. Weil wenn die nur 1:1 das spielen, was ich gerne machen würde. Wobei übrigens, das muss ich noch dazu sagen, er war gar nicht geplant für das Stück. Ich durfte ja auch immer so eine Wunschliste äußern, wen ich gerne haben möchte. Und ich wollte unbedingt mit Dave Weckl einmal arbeiten. Das war schon immer ein Ziel, weil ich finde, Dave Weckl ist Perfektion, soundmäßig 1A und einfach schlichtweg kompetent für solche Sachen. Und Dave Weckl hat den Track bekommen und hat gesagt, nicht mein Ding. Das Stück spiele ich nicht, da ist so viel Doppelbass dran, das ist nicht meine Welt. Ich hatte das schon mit Doppelbass dran programmiert und dann habe ich nochmal hinterher gesagt, du brauchst ja nicht Doppelbass dran spielen, mach mal so, wie du das für richtig hältst. Nee, wollte er nicht. Hat sich dann auf 2 andere Stücke konzentriert und war wohl auch ganz gut so. So hat man dann hier tatsächlich nochmal eine ganz besondere Situation, nämlich dass Jimmy Haslip, Virgil Donati und Allan Holdsworth auf einem Stück spielen. Und im Prinzip war das eigentlich das Trio, das noch zuletzt auf Tour gewesen ist. Also eigentlich die Band, wirklich. Später weiß ich gar nicht, ob noch mal jemand anders dazwischen gekommen ist. Aber die waren so zusammen und die waren auch zu dritt viel unterwegs, sehr gut befreundet miteinander. Jimmy erzählt ja dann zwischendurch auch immer persönliche Geschichten von den Musikern. Und da merkt man schon, dass es mehr war als nur einfach eine musikalische Beziehung. Das war schon sehr freundschaftlich. Und gerade Allans gesundheitlicher Zustand, der zwischendurch nicht gut war, hat die beiden auch immer wieder dazu gebracht, sich um ihn zu kümmern und mal da vorbeizuschauen. Das fand ich schon so, das sind sehr anrührende Geschichten, wenn man es dann mal mitbekommt. Ja, das ist wirklich, geht wirklich ans Herz, wenn man überlegt, da sitzt der sehr kranke Allan Holdsworth und ein bisschen ist es in der Branche schon so, wenn man nicht mehr mitmischen kann, ist man auch oft vergessen. Ja. Und deswegen umso toller, dass der Virgil Donati und auch der Jimmy Haslip immer mal wieder zu ihm hingefahren sind und haben ihm gezeigt, du bist nicht vergessen und haben geguckt, dass sie ihm helfen konnten, wo es ging. Ja, mein Gott, das ist so ein bisschen Live. das Auf und Ab jetzt hier, ne? Das Live, das also Leben. Das Album, der Albumtitel ist schon irgendwie rund jetzt. Ne? Also die Geschichte von Michael, wie es dazu gekommen ist, dann die Holdsworth-Geschichte, die Musiker, wie du sagtest, die sich ja jetzt auch, glaube ich, immer mehr auch irgendwie selber irgendwie damit identifizieren, mit dem, was sie da für Michael Ja, ich glaube, dass machen. diese Leute, die kannst du anrufen und kannst fragen, ob die für dich was spielen, aber die wollen das vorher hören, was sie da, was es geht. Ja, die kriegst du nicht für jede Art von Musik. Nee, so ne? wie die Geschichte mit Dave Weckl. Ja, aber da ging es jetzt um so eine technische Sache, aber dann daran merkst du, dass sie sich damit beschäftigen. Ja. Und dass sie nicht einfach ins Studio gehen und sagen, was hast du, komm, und dann los, ne, das Gehenkapelle. Nee, die beschäftigen sich damit, die wählen aus. Und von den Jungs, wenn die deine Songs auswählen oder sagen, das mache ich, das ist schon ein Kompliment. Ne? Ja. Und aber ist der Michael, der ist sowas von am Boden geblieben dabei. Ne? Unglaublich eigentlich. Also, ne? Wenn du ne? überlegst, Das ist echt. da ziehen da wieder das Wasser in den Augen, wenn du die ganzen Leute siehst. Michael. Dabei bleiben, ne? Schön immer die Schuhe am Boden, nicht abheben. Aber so kennen wir dich auch. Aber weißt du was, jetzt hören wir noch mal in einen coolen Titel rein, den Ja. wir eben schon mal gesagt haben, wo wir mal reinhören. Das ist nämlich der Titel mit Mononeon. Genau. Und war das, glaube ich, nicht auch der Titel mit unserem Freund John Daversa, den wir ja als Grammy-Nominierten auch Ja, letztes John Jahr Daversa hatten, spielt ne? auch mit. Der Titel heißt Rush. Und, Oh genau, wir haben gesagt, wir hören mal in Rush rein. Und was wir danach euch zeigen, nach dem Titel, oder mal einen Ausschnitt von dem Titel, ist ein Clip, den uns der Michael gegeben hat, wo er den Jimmy getroffen hat, hier in Aschaffenburg, glaube ich, oder Minden, ich weiß nicht mehr genau, sagt er euch gleich. Und der Jimmy auch mal so ein bisschen über den Michael erzählt. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Ne? Ja, also wenn die zwei da sitzen und der Jimmy erzählt mal, wie er das empfunden hat, als er den ersten Kontakt mit Michael hatte.
Das finde ich auch super. Aber pass auf, jetzt hören Jetzt, wir mal rein. jetzt gehen wir erstmal zum Generationentreffen bei Rush, weil eins will ich noch sagen. Was ich interessant finde, ist, da sitzt Dave Weckl, spielt Schlagzeug und Mono Neon, eine ganz andere Das stimmt. Fusion Generation, spielt den Bass dazu. Ne? Also das Stimmt, mixt sich jetzt beim MSM Schmidt, mixt sich der- die dass neue der alles Generation hinkriegt, ja, oder? mit den Alten, mit Verlaub, Dave Weckl. So, was haben wir So, gesagt? jetzt Rush, ja. ab, aber jetzt Rush. Hast du das? Vielleicht nochmal ein Wort zu Jimmy Haslip. Den treffe ich regelmäßig, kann man inzwischen sagen, mindestens zweimal im Jahr. Wenn er hier irgendwo in der Gegend unterwegs ist, dann machen wir irgendwie ein Date klar, treffen uns anlässlich eines Konzertes und versuchen möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Das macht immer Riesenspaß, weil Jimmy ist jemand, der wirklich viele, viele schöne Geschichten erzählen kann. Und irgendwann, es ist noch nicht so lange her, trafen wir uns in Aschaffenburg. Er spielte da mit Oz Neu und seiner Band. Wir haben dann uns ein Hotelzimmer extra eingerichtet, haben da 2 Kameras installiert, Jimmy auf eine Couch gesetzt und ihn ein bisschen was über das neue Projekt Live erzählen lassen. Als wir noch Zeit hatten, haben wir uns dann zusammengesetzt. Und dann kam Susanne, die dann auch gerade in dem Raum war, um zu filmen, sagte dann, ja, erzähl doch mal ein bisschen was über euch. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir denn uns eigentlich kennengelernt haben. Und Jimmy hatte noch eine ziemlich gute Erinnerung daran. Meine war auch noch ganz gut, aber es gibt immer 2 Seiten der Geschichte. But we met through Mitch Foreman. I'm now recalling. Mitch called me and said, hey, I think I got a session for you. And I said, okay, what do you got? And he said, well, I've been working on this project. And at the time you were using MSM Schmidt. Yeah. And trying to remember transfer. MSM Transit. Transit. Yes, that's right. That was the one. I was close. Yeah. Yeah. MSM Transit was the record, I believe. Yeah, that was my second record, yeah. Yes. And so Mitch said, yeah, I got a session for you. It's 2 songs, and we can send you the files. And I said, okay. So you sent me the files. And at the time, I was finishing a production of a Jimi Hendrix tribute with an interesting guitar player named Phil Brown. It's called the Jimmy Project. And I was working with this very good engineer in his studio way up in the North Valley. It's like north of Sylmar in California, Los Angeles County. And so because I was working with him, I said, hey man, I got this session to do 2 songs. I said, do you mind recording me? And I said, and I can give you some money for the session. He said, yeah, absolutely. Bring this stuff over. So I went over there. I got the files there, and I recorded the bass at this little home studio up in the North Valley. And I don't recall everyone that was on the track, but I remember That was Chuck Miller, Joe Rosenblatt. Yeah. And Ernie Watts on one of the tracks. Yeah. And it was fun. And this engineer was mostly a rock and roll engineer. So he was like, wow, this is really interesting music. He was really excited to work on that. I don't know that we gave him a credit. So John, if you're watching this, John Lowry recorded that.
and he's a really great engineer. Yeah, I'm sure we gave him the credit. I'm pretty sure. Yeah, and he deserved it. Well, Yes. Yeah. So that was the first thing I worked on with Michael. Yeah. And then the next thing happened, I think the next record, you contacted me and wanted to work with me and Mitch Yeah. to record some songs with Simon Phillips. Yeah, that was the next project. Yeah. And we did a bunch of songs, and I always remember Simon and I were laughing because there was a bass part that seemed unplayable. But we were determined to make it happen. So through the wonders of technology, I was able to accomplish this unplayable bass part, and it was just a short little piece and part of a tune. Yeah. So that was fun. I remember that song that was called "There Are No Rules." This was this song. Yeah. And there weren't any rules appropriated on that. We definitely used technology to. I don't want to say we cheated, but we definitely accomplished what you had written. Yeah. So I was proud of that. I think I can play it. I just would need to practice it for a while. Okay, yeah. But I could actually play it. I just couldn't play it on the spot. It would take some serious thought. Because Michael comes up with these incredible bass lines that I have to figure out how to play them because they're a lot more unusual than what I normally think about. So in that sense, it's a wonderful challenge to play the music. Makes me a better musician. Der Michael beim Jimmy auf der Couch oder der Jimmy Oder beim Michael, umgekehrt. man weiß es nicht so genau. Ich fand das super. Wir wollen es auch gar nicht oder? hinterfragen, aber die beiden sitzen da und erzählen quasi offen und ehrlich aus dem Live, aus dem Leben und das macht einfach Spaß zu gucken. Das ist auch, das ist so, da merkst du, da steckt Herzblut drin. Da ist, Ja, absolut. das ist, ich will es jetzt nicht über den Klee loben, der Michael soll ja nicht rot werden, wenn er das sieht, aber da steckt so eine Ehrlichkeit drin, sowas, um das Wort nochmal zu missbrauchen oder zu belasten, Authentisches. Ja? Ja. Und das kommt rüber. Und das kommt auch rüber, wenn man die Scheibe hört. Und da merkt man auch, da wird auch nicht gestudert. Das sind, wie gesagt, nicht irgendwelche Stars, die du ins Studio holst und legst den Notenblatt hin und sagst, spiel. Ja, spiel mal runter. Ja, die wollen auch gut klingen. Und deswegen klingt das ganze Album sehr, sehr gut. Ja. Ja, jetzt bevor ich hier an Erkältung erkranke, live vor der Kamera, Das kommen wir fehlt zum noch. Ende unserer kleinen Sendung. Ja, pass auf. Und jetzt kommt die Verlosung. Ne? Der Michael hat uns eine für euch mitgegeben, die er auch nochmal hier signiert hat. Und die würden wir natürlich gerne, oder er natürlich auch, verlosen. Für den, der eine super Frage, die der Michael euch gleich stellt, beantworten kann. Also schreibt ihr wie immer eine E-Mail an Adresse, blenden wir ein. Und die Frage stellt der Michael gleich selbst. Und Wir losen dann aus. Ne? Also wir haben nur eine Ja. CD, nicht jeder kann eine gewinnen, der die Frage richtig beantwortet. die hier liegt, die unterschrieben. Aus den richtigen Einsendungen Denn- losen wir den Gewinner aus. Genau, Ja. aber natürlich, wenn ihr die CD nicht gewinnt oder auch wenn ihr die CD gewinnt, es spielt eigentlich keine Rolle. Ihr müsst auf jeden Fall die Platte kaufen, einem Shop eurer Wahl oder auf der Seite vom Michael und diese super Produktion, Musik, Fusion weiter verbreiten. Denn also wir finden das ja seit Jahren unfassbar gute Musik und die ganze Geschichten darum, um jemanden, der da, wie wir jetzt gesehen haben, in Bremen in seinem Heimstudio sitzt und so großartige Sachen kombiniert, das glaube ich ist einfach einzigartig. Also Absolut, ich absolut. wüsste jetzt, mir fällt nichts Vergleichbares ein, was es überhaupt in der Musik gibt, was mit so einer Konstanz ja auch, wir haben es ja eben schon gesagt, wie viele Alben es da gibt. Und er hat ja schon wieder die neuen Sachen, also ich da war, Echt, gibt's wollte schon nicht auch. erzählen, was es ist, aber Wahnsinn. er hat schon wieder Sachen im Kopf, wo man sich denkt, meine Herren, wie soll das denn gehen? Also ich glaube, wir sind noch nicht am Ende und Michael, unsere Unterstützung hast du sowieso für alles, was du machst, also weiter so. Jo, also das Fazit ist, ob gewonnen oder gekauft, diese CD ist immer ein Gewinn.
So, Natürlich. mit diesem Slogan gehen wir in die Preisfrage und lassen dem Michael das letzte Wort sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer diese CD gerne haben möchte, soll sich bei Jazzrock TV kurz melden. E-Mail genügt und folgende Frage beantworten. Wie heißt der Drummer von Jan Delay? Na? I think I will fire this producer. I always wanted to fire this producer, but soon always said, "No, let's give him one more One chance. more chance. One more I can't chance. hear it anymore. One more chance." So that will be the name of your next record. Yeah, One more chance. One last chance. One last chance by Michael Schmidt. And then be a picture of me like all freaked out.